Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich begrüße euch wieder zu einem neuen Video. Ja, und zwar ein Stickzeitvideo, Stickzeit Nummer 26. Ja, das ist heute eine etwas andere Stickzeit, denn heute möchte ich mit euch gemeinsam dieses Kreuzstichkit auspacken. Und danach, je nachdem wie es läuft, möchte ich es auch ansticken. Ja, ich habe hier dieses Kreuzstichkit. Ihr seht es schon, es ist kein herkömmliches Stickbild. Nein, es sind hier 4 Osterhasen zu sticken und zwar auf Plastic Canvas, also auf Plastikstoff. Wir haben hier auch die deutsche Beschreibung. Also dieses Kreuzstichkit beinhaltet den Plastic Canvas. Also der Plastikstoff ist ein 14 Count Stoff, denn es sind 5,4 Stiche pro Zentimeter. Und ja, es ist noch Stickgarn dabei, das ist aus 100% Baumwolle. Es ist das Diagramm dabei, also das Chart und eine Nadel. Ja, ich habe das Ganze bereits vor einem Jahr gekauft und zwar habe ich es von Butinette, also schon eine lange Zeit her, aber ich habe es bis jetzt nicht ausgepackt und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Ja, das ist die Rückseite. Hier sieht man schon den Stoff und das Garn. Aber packen wir das mal gemeinsam aus. Es ist von der Marke Orchidea. Also mir sagt das jetzt nichts, diese Marke. Nehmen wir mal alles raus. So, ja, jetzt ist es alles heraus. Ja, schauen wir uns doch gleich den Stoff an. Wir haben ihn hier mit einer Nadel, also es ist eine Nadel dabei und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Ich nehme mal diesen Karton als Rückseite. Nein, sieht man deswegen auch nicht besser. Das ist tatsächlich Plastik. Also es ist recht dick, dieser Plastikstoff. Und ja, wie beschrieben, soll das jetzt 14 Count sein. Ich werde mir kurz das Maßband holen und dann schauen wir uns die Stoffgröße an. Einen Moment. So, ich bin wieder da mit Maßband. Und wir haben tatsächlich hier eine Breite, Moment, ich drehe es um, verkehrt, von 21 cm ist der Stoff breit und er ist hoch 28 cm. Ja, auf diesem Stück Stoff, ich habe gesehen, es ist nur ein Stück dabei, sollten diese 4 Motive gestickt werden, also diese 4 Osterhasen. Ich blende sie jetzt, also ich lege hier nochmal die erste Seite hin, damit man die Motive ansehen kann. Also diese 4 Motive sollten auf diesem kleinen Stück Stoff Platz haben. Ja, dann schauen wir uns gleich noch das Garn und das Chart an. Einen Moment. So, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Entschuldigt kurz die Störung. Ich musste kurz pausieren, aber es geht schon wieder weiter. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ich wollte eigentlich, glaube ich, das Muster zeigen. Tatsächlich ist das ein A2, A3-Blatt. A3, es ist A3. Und es ist vorne und hinten bedruckt und man sieht die 4 Motive. Ich zeige euch jetzt mal so ein Stück eines Musters. Und zwar ist es so geplant, dieser Hase sollte links oben gestickt werden und dieser Hase rechts daneben.
Dann in linken unteren Seite dieser Hase und rechts unten dieser Hase. Also so ist es gedruckt auf dem Papier. Und wir haben hier auch die Anleitung, die zeige ich euch. Und ihr seht hier auf Deutsch, nehmen Sie 2 Fäden vom 6-fädigen Stickgarn, beginnen Sie in der Stoffmitte. Gut, da müsste ich wahrscheinlich auszählen, denn knicken kann man den Stoff nicht. Also ich glaube, ich werde am Rand beginnen zu sticken. Ja, der Halbkreuzstich stechen Sie von unten links nach rechts oben. Das ist genau meine Stickrichtung, wie ich immer sticke. Und den Deckstich darüber kreuzend. Achten Sie darauf, für alle Deckstichen die gleiche Richtung. Ja, das kennen wir. Hier nochmal die Anleitung, wie man Kreuzstich macht. Und auch die Anleitung, wie der Rückstich, der Backstitch zu machen ist. Und ihr seht, er wird einfädig gestickt und Kreuzstich wird zweifädig gestickt. Ja, es gibt tatsächlich auf der Anleitungen keine DMC-Nummern, sondern wir haben tatsächlich nur Symbole. Ihr seht es hier. Also die Symbole bedeuten die verschiedenen Farben. Und die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Und wir haben hier tatsächlich, also hier auf dieser Garnkarte, das ist ganz einfaches Papier, haben wir 16 Farben. Und ihr seht auch hier keine DMC-Nummern, sondern nur die Symbole. Ja, die Fäden sind hier ganz einfach so reingehängt. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Da werde ich mir hier wieder die Karte abschneiden und ich werde sie dann verkehrt in diese Öffnung rein knüpfen, knoten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, so werde ich das dann machen. Und dann haben wir tatsächlich noch eine zweite Garnkarte und hier haben wir 11 Farben. Auch hier wieder nur die Symbole, also wieder keine DMC-Nummern, das heißt 16 und 11, wir haben tatsächlich 27 verschiedene Garnfarben dabei. Ja, dann denke ich mir, werde ich jetzt starten mit einem Motiv und zwar, ich schaue mir kurz die Anleitung an. Und zwar werden wir starten, ich überlege noch, ich glaube, da muss ich ja auch auszählen, das heißt, ich werde kurz pausieren und ohne euch beginnen. Also am einfachsten wäre wahrscheinlich, es ist sehr schwierig, womit wir starten. Aber nun gut, lasst euch überraschen, vielleicht schneide ich den Stoff doch vorher aus, damit, nun gut, ich muss mir das erst anschauen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bereit bin zum Sticken. Also seid mal gespannt, welches Motiv es werden wird. Bis gleich! Ja, da bin ich auch wieder zurück. Also es hat doch etwas länger gedauert, als ich angenommen habe. Also ihr seht, das erste halbe Kreuz habe ich schon gesetzt. Also ich habe den Stoff jetzt nicht vorher zerschnitten. Ja, ihr seht, ich habe mir angezeichnet, also in 10er Schritten, wo ich anfange. Und wir werden heute bei dem Hasen mit der Pusteblume anfangen. Und zwar hier oben an diesem Ohr werden wir beginnen. Also ich hoffe, ich habe richtig gezählt, dass dann auch für das zweite Ohr noch genug Platz ist. Ja,
Wie gesagt, ich habe mir die erste Farbe rausgesucht und nun das erste halbe Kreuz gesetzt. Und jetzt kommen in diese Reihe 3 volle Kreuze. Also den Stoff kann man nicht einspannen, denn er ist wirklich sehr, sehr hart. Also Plastik Canvas ist wirklich extrem hart zu sticken. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich daran sticke. Ja, wir haben hier 3 und dann 2 Kreuze nach oben. Ich habe es auch hier gestartet mit dem Loop-Anstich und beenden werde ich es auf der Rückseite, denn hier ist es nicht möglich, einen Pinstitch zu machen, denn der Stoff ist wirklich sehr, sehr hart. Also aus diesem Grund, ja, werde ich auf der Rückseite beenden und nicht wie gewohnt auf der Vorderseite. Ja, ich hoffe, ihr seht etwas. Es ist etwas ruckelig. Das lässt sich leider nicht verhindern, da ich leider den Stoff nicht einspannen kann. Aus diesem Grund ruckelt das auch sehr. Ja, und der Stoff ist wie gesagt sehr hart, also ist er auch sehr unhandlich zu sticken. So. Ja, ich sticke wie vorgeschrieben zweifädig. So. Wo sind wir? Ja, jetzt kommen in dieser Reihe 3 Kreuze. Also aktuell kann ich noch nicht sagen, ob mir das Spaß macht, auf Plastik zu sticken, da wie gesagt der Stoff so hart ist. Aber die Motive sind ja wirklich niedlich. Also diese Osterhasen, perfekt jetzt natürlich zur Jahreszeit, da ja Ostern bevorsteht. Ja, hier, ich zeige es euch nochmal. Also, nein, das ist es nicht. Dieser Hase wird es. Und wir sticken hier am linken Ohr. Also diese Braunton. So, das sind wieder 3 Kreuze dann. Noch den Deckstich. Also ich denke mir, im Prinzip ist es ja egal, ob man den Deckstich von links unten nach rechts oben zieht oder von links oben nach rechts unten. Also das muss man nicht so übernehmen, wie hier vorgegeben ist. So, danach haben wir eine 5er-Reihe. Also werden wir noch da nach rechts sticken. Also ich setze zuerst die halben Kreuze und sticke dann wieder zurück. Ja, und man sieht hier, das zeige ich euch kurz, ja, hier seht ihr die Umrandung, also hier diese strichlierte Linie und hier wird der Stoff, der Plastikstoff dann ausgeschnitten, wenn man fertig ist mit der gesamten Stickerei, das heißt auch wenn die Backstages gesetzt werden. Hier ist eine kleine Aussparung, dass man das Motiv aufhängen kann. Ja,
Aber von da bin ich ja noch weit entfernt, denn ich habe ja gerade erst die ersten Stiche gesetzt. Ja, das wird ein kurzes Video werden. Wollte euch tatsächlich nur zeigen, wie es ist, auf Plastikstoff zu sticken. So, wo bin ich? Da haben wir die 1, 2, 3. Noch ein drittes. Und tatsächlich ist auch meine Nadel jetzt schon verbogen, obwohl noch nicht viel daran gestickt. 3 Stiche und dann haben wir 2 und 2. 2. Ups. Ja, bin ich noch ein bisschen, ich versuche den Stoff möglichst ruhig zu halten, aber das ist gar nicht so einfach. Noch einmal 2. Ja, ich denke mir, im Monatsupdate kann ich euch dann mehr sagen, ob es Spaß gemacht hat. Momentan eher noch nicht, denn ja, für mich ist diese Haltung ganz ungewöhnlich. Also wie gesagt, ich sticke alles mit Stickrahmen und nicht in der Hand. Ja, natürlich, der Stoff ist nicht so weich, eher stabil, aber ja. So, das sind die 2. Was noch dazu kommt, ich habe ja nur eine Papieranleitung, also da muss man doch sehr genau schauen und auch gleich einen kleinen Knoten. So, ist schon weg. Ja, wie gesagt, das ist ein Teil des Ohres. Vielleicht schaffe ich es, ein Motiv noch bis Ostern fertigzustellen. Ich bezweifle es zwar, aber ja, mal schauen. Vielleicht macht es ja Spaß und dann geht das ruckzuck. So. Natürlich sieht man dann die Rückseite, also da werde ich mir überlegen, ob ich nicht eventuell danach Filz auf die Rückseite geben werde, damit das auch ein schönes Bild auf der Rückseite ergibt. So, da haben wir die 3. Und dann fehlen noch 4 Kreuze in dieser Farbe. So, die restlichen 4 und dann werde ich diese Farbe auch schon vernähen. Eigentlich wäre das auch ein nettes Handtaschenprojekt. Wie gesagt, der Stoff ist ja nicht so groß und die Motive auch nicht so groß. Also könnte man das durchaus mitnehmen in der Handtasche.
So, das letzte. So, also soweit wäre ich jetzt einmal. Also wie gesagt, das ist der Teil des Ohres. Und diese Farbe wäre dann auch schon fertig. Das heißt, ich drehe den Stoff um. Ihr seht hier. Und ich werde das nun vernähen. Bin das ja gar nicht mehr gewohnt, auf der Rückseite zu vernähen, da ich tatsächlich so gut wie alles auf der Vorderseite vernähe. Die Nadel ist auch sehr dick, ja. Okay, ja, dann schneide ich den Faden ab. Und ja, das sind die ersten Stiche, die ich gemacht habe. Ja, schauen wir mal, wie es tatsächlich wird. Also hier nochmal die Motive, also hier dieser Hase wird es ja. Und hier daneben nochmal, wie weit ich gekommen bin. Ja, dann werde ich jetzt alleine weiter sticken. Das geht doch ein bisschen einfacher als vor der Kamera. Aber ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart, heute zu einem österlichen Projekt. Und ja, ihr seht es dann im Monatsupdate, wie weit ich gekommen bin. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Habt alle noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.